So, hallo aus der Türkei. Es ist immer wieder schön, in ein neues fremdes Land zu kommen. Vor allem nach 4 Monaten Griechenland wurde das auch langsam Zeit. Naja, vorgestern hatte ich die Fähre von Chios nach Chesme rübergenommen. Mich abends dann erstmal in ein Hotel einquartiert, um mich dann erstmal zu orientieren, eine SIM-Karte zu besorgen und Währung zu besorgen und überhaupt erstmal so einen Überblick zu verschaffen. Naja, und gestern war das Wetter noch so ein kleines übelriechendes Exkrement, aber heute dafür bombastisch. So, es geht jetzt die Mittelmeerküste entlang nach Antalya, beziehungsweise wenn ich zeitlich gut dran bin, bis nach Adana. Ja. Und heute habe ich endlich mal wieder einen wunderschönen Schlafplatz in der Natur. Guten Morgen! Oh, war das ein schöner Abend gestern. Ich hatte einen Schlafplatz bei so einer kleinen Olivenplantage gefunden und als es dann dunkler wurde, hat der Muezzin dann zum Abendgebet gerufen und auf einmal fingen alle Hunde im Umkreis an zu jaulen. Ich dachte, ja super! So, dann hatte ich gerade noch das Zelt aufgebaut, wollte mich dann auch so langsam hinlegen. Hat den Schäfer dann seine Schafe zum Stall getrieben, gar nicht weit weg. Und die haben geblökt, alter Schwede. Also bellende Hunde, daran habe ich mich ja schon gewöhnt. Aber Schafe, die toppen alles. Naja. So, es geht jetzt südwärts, wieder an die Küste Richtung Didim. Und jetzt werde ich mal gucken, wo ich meine Geräte wieder so ein bisschen aufladen kann. Ja, die Powerbanks sind bald leer. Also ich habe da auch schon so eine Idee. Restaurants sind ja meist immer so ein guter Anlaufpunkt dafür. Und dann werde ich das Nützliche mit dem Leckeren verbinden. Und mal schön traditionell türkisch essen. So ein blöder brauner Haufen. Da ist auf der Karte schon bei McDonald's eingezeichnet. Aber jetzt ist hier eine Bruchbude. So, was für ein Tag. Eigentlich hatte ich vor, bis nach Didim zu fahren, um mir da am Strand einen schönen Schlafplatz zu suchen. Aber der Wetterbericht hat dann gesagt, Sebastian, das ist eine doofe Idee. Und ich hatte zuletzt 20 Kilometer lang nur Gegenwind, aber richtig Gegenwind. Na gut, dann habe ich hier bei dieser antiken Ausgrabungsstätte, das ist das antike Millet, das gucke ich mir morgen dann an, wenn das Wetter besser ist, einen Stopp eingelegt. Und habe den Mann, der hier das kleine Restaurant betreibt, dann mal gefragt, ob ich hier irgendwo mein Zelt aufschlagen kann. Er sagte, ja, kein Problem. Aber dann kam er um die Ecke und meinte dann, pass auf, ich habe im Wetterbericht gesehen, heute Nacht soll es nur Regen geben. Ich lasse dir hier die Tür auf und dann kannst du hier schlafen. Und jetzt schlafe ich schön warm und trocken da in diesem Raum. Ich habe hier Strom, kann meine Sachen alle aufladen. Habe eine schöne Toilette, ich sag mal eine funktionierende Toilette. Morgen gucke ich mir denn hier die Anlage mal an. Cool. Millet wurde laut der Mythologie im 4. Jahrtausend vor Christus gegründet, damals von den Kretanern. Und es gilt als die Wiege der Wissenschaft und der Ursprung des rationalen Denkens in Griechenland. Der griechische Philosoph Thales kommt hierher und unter anderem auch einer der Erbauer der Hagia Sophia.
Ja, cool. So, guten Morgen. Heute cheate ich mal eine Runde. Ich habe nämlich in den kleinen Dorf Akbük, Bülent und Inci und Hund Cicek getroffen. Und wir fahren jetzt zusammen nach Akyaka und da kann ich dann bei Bülents Freunden eine warme Dusche nehmen und da eventuell auch irgendwo unterkommen. Richtig cool. Guten Morgen. Oh, ich habe richtig Glück gehabt. Vorgestern hatte mich ja der Bülent angesprochen, morgens, und hat mir einen Kaffee gebracht. Und dann haben wir festgestellt, dass wir beide nach Akyaka wollen. Und er wollte dann mit seiner Frau und dem Hund Cicek einen Kumpel besuchen, den Murat. So, und dann bin ich da mit hin. Und der Murat, auch ein ganz cooler Typ, hat mir dann erlaubt, dass ich bei ihm in seinem Vorraum schlafen kann. Das ist so ein bisschen, ja, so ähnlich wie im Wintergarten gewesen. Dann haben wir 2 coole Nächte gehabt. Und das hat mir gestern auch so ein bisschen den Tag gerettet, weil es fast den ganzen Tag nur geregnet hat und ein Gewitter gab es dann auch noch. Oh, richtig cool. Also Bülent, Inci und Murat, wenn ihr das seht, habt vielen lieben Dank. War echt cool. So, jetzt geht es von Akyaka weiter nach Dalian. Da gibt es die nächste antike Ausgrabungsstätte, wo ich hinfahren will. Ja, hier in der Türkei werden die Ausgrabungsstätten so ein bisschen wie die Kirchen in Griechenland. Ich fahre von einer zur nächsten. Was ich an der Türkei ja auch toll finde, die Preise sind sehr günstig, also für deutsche Verhältnisse. Ich bin jetzt an einer Autobahnraststätte und habe mir ein Mittagessen gegönnt. Und für 2 Lahmacuns, das ist so quasi das türkische Nationalgericht, ein Salat, 2 Salate und eine Pepsi, zahle ich gerade mal 4 Euro. Das ist echt cool und es schmeckt gut. Was ich hier aber gar nicht so schön finde, ist die Qualität der Nebenstraßen. Es fühlt sich teilweise an wie eine Schotterpiste, kilometerlang. Naja, wenigstens ist die Aussicht schön, wenn man hier schon so durch die Gegend rumpelt. So, es wird heute Abend leider nicht die Ausgrabungsstätte. Ist leider überall eingezäunt. Aber ich denke mal, hiermit kann ich auch ganz gut leben. Oh, habe ich ein Glück. Anstatt dass ich da ganz oben rüber muss nach Fethiye, darf ich da durchfahren. Obwohl es eigentlich für Fahrräder verboten ist. Moral von der Geschichte: einfach mal probieren. Der Oberknüller. So wird in der Türkei Wahlkampf gemacht. Hauptsache die Musik ist schon laut.
Ich habe gestern in Fethiye ein Hotel genommen, ein günstiges, weil tagsüber und dann in der Nacht Regen angesagt war und Gewitter. Und da kam auch gut was runter. Und so bin ich heute dann richtig früh losgekommen. Um 9 Uhr. Und habe 75 Kilometer abgerissen. Aber gut, es ging über die Hauptstraße. Es war schön flach. Das hat mal richtig Spaß gemacht. War gut zu fahren. Größtenteils. So, jetzt bin ich in Pataraß. Jetzt war ich gerade oben bei den Sanddünen. Und da hätte ich einen Schlafplatz finden können. Aber da waren auch noch andere Leute. Dachte ich mir, ja gut, willst du irgendwie zum Strand runter und von den Dünen runter ist ein bisschen Kacke. Und dann bin ich hier zu der Ausgrabungsstätte gefahren. Das ist bestimmt eine schöne große Anlage. Und da führt die Straße auch zum Strand. Aber die wollten 15 € haben. Und das ist mir doch ein bisschen zu viel, um irgendwo mein Zelt aufzustellen. Und jetzt kämpfe ich mich hier so einen Trampelpfad durch die Pampa entlang. Und das ist eigentlich total schön. Naja, brauche noch eine halbe Stunde bis zum Strand. Dann hoffe ich mal, dass ich da irgendwo mein Zelt aufschlagen kann. So, Platz gefunden. Nämlich genau da. Das ist schon windstill. Und die Sonne, die geht ja auch bald unter. Dann habe ich auch Schatten. So kann ich mich da hinsetzen. So, reicht aber auch für heute. Das ist echt eine ziemlich blöde Arbeit, das schwer bepackte Rad hier durch den Sand zu schieben. Aber gut, was tut man nicht alles für einen schönen Schlafplatz. Und leider kann ich nicht direkt an den Strand, weil das heute ganz schön windig ist. Naja, man kann nicht alles haben. Ich bin jetzt in einem kleinen Ferienort Kasch. Es war halt auch eine entspannte Tour, weiß nicht, 40, 45 Kilometer. Und hier bei dem Amphitheater habe ich eine Frau getroffen mit ihrem kleinen Sohnemann. Und die wollten ein Fotoshooting machen. Dann haben wir ein Fotoshooting gemacht. Und dann hat sie mir angeboten, dass ich bei denen auf dem Campingplatz schlafen kann. Der zwar eigentlich geschlossen ist, aber da hätte ich dann für kostenlos mein Zelt aufbauen können. Leider war ich nicht der cleverste meiner Art und habe das Angebot ausgeschlagen, weil ich eigentlich nicht mehr weiterfahren wollte. Es wären 10 Kilometer gewesen, aber 500 Höhenmeter auf die Strecke. Da wäre ich gut 1,5 bis 2 Stunden unterwegs gewesen. Naja, was habe ich stattdessen gemacht? Bin hier eine Stunde auf dieser kleinen Landzunge rumgeguckt, um einen Schlafplatz zu finden. Ja, hätte ich auch gleich dahin fahren können. Weil, da muss ich sowieso lang fahren. Naja, jetzt will ich mal gucken, was hier tagsüber noch los ist. 1, 2 kleine Plätze, zwar nicht die schönsten, aber immerhin habe ich hier neben dem Theater schon gefunden. Und je nachdem, wie das hier abends dann aussieht, vielleicht schlafe ich sogar im Theater. Mal gucken. Hatte ich auch noch nicht. So, ich habe meinen Schlafplatz jetzt eingerichtet. Und es ist nicht das Amphitheater geworden. Der Platz ist zwar eher so ein bisschen semi. Also die Aussicht hatte ich auch schon mal besser. Aber gut, ich war die letzten Tage auch ziemlich verwöhnt. Weil ich dachte, ich bin hier alleine, aber Nachbarn habe ich jetzt auch. Ich glaube, die haben sich da zum Diskutieren getroffen. Jedenfalls klingt das nicht ganz so freundlich, was sie sich da in den Kopf werfen. Naja. So, Abendessen auch eine Arbeit. Und was gibt's? Pasta. Ich esse halt gefühlt 100 Tagen auch nichts anderes mehr. Aber naja, gut. Es ist schnell fertig. Gibt's Ketchup dazu, Thunfisch. Passt das schon.
So, jetzt habe ich noch mal einen richtigen Nachbarn bekommen. Ein Wandermann, ein Einheimischer, der zwar leider kein Englisch spricht, aber gut, Google-Übersetzer regelt das schon. Jetzt weiß ich auch, worüber die anderen da so diskutieren, nämlich über die wirtschaftliche Lage in der Türkei. Das ist leider nicht ganz so gut. Naja, so, mein Nachbar, der ist gerade auf dem Weg zum Markt. Der besorgt jetzt noch mal Essen für uns. Das heißt, es gibt jetzt doch leider keine Pasta mit Ketchup und Thunfisch. Ja, nur leider hatte ich das Wasser dafür schon gekocht. Und Kaffee kannst du damit auch nicht trinken, weil Instant-Kaffee mit Salzwasser ist ziemlich widerlich. Aber gut, so kann ich wenigstens ein paar Socken waschen. Guten Morgen. Das war noch ein cooler Abend gestern. Mein Nachbar Mehmet, der hatte noch ein Hähnchen-Sandwich vorbeigebracht. Und der mag Rammstein. Versteht zwar kein Wort Deutsch, aber mag die Musik. Ja, auch cool. So, jetzt bin ich kurz vorm Aufbrechen. Und das Stadtrudel sagt auch schon guten Morgen. So, reicht für heute. Der Weg aus Kasch war eine einzige Plackerei, weil es ganz schön lange, ganz schön ordentlich bergauf ging. Und mich hat dann tatsächlich noch das Gewitter eingeholt. Aber gerade als der Regen eingesetzt hatte, konnte ich mich unter eine Garage retten. Und dann hat mich eine türkische Familie gesehen, ein älteres Ehepaar. Die haben mich dann reingewunken und dann auch zum Frühstück eingeladen. Konnte ich da den Regen schön im Warmen aussitzen. Richtig gut. Ja, so während meinen ganzen Touren wurde ich immer mal gefragt, was denn so das Schöne war, das Besondere. Ja, und mittlerweile weiß ich, dass es nicht die Orte sind, die man besucht oder die Unterkünfte, in denen man schläft. Nee, es sind die Menschen, die eine Reise besonders machen. So, aber wird langsam spät. Meinen Schlafplatz habe ich auch schon gefunden. Und ich denke mal, hier bleibe ich auch mal einen Tag.